Jo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, habe ich mal die ganzen Farben, die ich besitze von Action, mal rausgesucht. Ja, und vom Rumliegen werden die auch nicht besser. Da, ja, trocknen die irgendwann aus und dann hat man das ganze Geld dafür ausgegeben und ja. Jetzt habe ich mir gedacht, da ich sowieso neues Papier färben wollte, mache ich das jetzt damit. Ich habe da bestimmt, ja, vielleicht habt ihr das ja schon mal gesehen. Ist eigentlich ganz simpel. Als ich das beim letzten Mal gemacht habe, da habe ich normales Wasser genommen. Ich will jetzt heute mal Kaffee da benutzen mit, ja, da habe ich mir ein bisschen Kaffee angelöst und sehe ich da einmal so ein bisschen mit Kaffee. Ja, jetzt habe ich natürlich keinen größeren Pinsel gefunden, aber ja, das ist auch nicht so schlimm. Soll ja auch jetzt nicht nur mit Kaffee eingekleistert werden. Jetzt habe ich natürlich nur dieses ganz normale dünne Papier. Ich brauche unbedingt wieder anderes. Ich hoffe, dass das nicht zu dünn jetzt ist. Wenn nicht, muss ich nämlich das Aquarellpapier nehmen. Ich habe nämlich noch einen Block gefunden vom Action halt, ne? Und dann muss ich das benutzen, obwohl ich das nicht so gerne nehme als ja, so Papier, so, weil das so dick, ja, ist ja sehr, sehr dick, ne? So, und dann nehme ich mir einfach irgendeine Farbe. Kann natürlich jetzt sein, wenn ich da jetzt reintunke, dass das dann ja braun ist, aber wenn man es sonst nicht benutzt, dann kann man das auch. Ja, dann gehe ich einfach nur so hier so drüber. Ja, das ist nämlich, das ist, glaube ich, schon ein bisschen was. Vielleicht machen wir da mal ein bisschen so leicht anfeuchten mal. Keine Ahnung. Sehen wir jetzt. Hoppala. Ja, ist besser. Ups. Kann man vielleicht direkt damit machen immer. Macht das Papier vielleicht nicht gerade so schrecklich nass. Vielleicht. Das müssen wir uns natürlich nachher dann angucken, wenn er trocken ist, wie das dann aussieht, ne? Man sollte sich vielleicht irgendwas hier drunter legen, damit man sich die Matte nicht versaut, ne? Aber ich habe jetzt die alte Bastelmatte da drauf und ja, gucken wir uns das näher mal an, wenn das näher trocken ist, ne? Ich mache das jetzt aber auch alles nur so praktisch so unifarben. So das ganz bunte ist jetzt nicht unbedingt so meins so gewesen. So wie man das manchmal mit der Jelly Plate ja macht, ne? Ups. Ja, und so machen wir uns jetzt mal ein paar davon. Ich meine, das darf ja bunt sein, ne? Aber nicht so auf einer Seite. Da finde ich das denn nicht so unheimlich toll.
Ja, und wenn dann nachher, ja, ich denke mal, dass das auf der anderen Seite auch noch durchgeht, dann braucht man da nämlich gar nichts zu machen. Und jetzt bräuchte ich eigentlich einen Platz, wo ich mir die ausbreiten kann zum Trocknen. Weil ich denke mal, dass das gar nicht so sehr lange dauert, bis er da trocken ist. Denke ich, weiß ich nicht, aber ich denke. Ja, und ich glaube, eine Sprühflasche wäre ja fast noch besser gewesen, oder? Ja, ja. Haben wir nicht was anderes statt diesen blöden Ollen? Ach, vielleicht kann man ja auch so erst so nur so ein paar Spritzer machen. Und da ist da ja sowieso die Kissen, die nicht mehr viel Farbe so hergeben. Das reicht dann auch. No? Versuchen wir es mal. Ja. Ich glaube, ich nehme jetzt mal so alle Farben. Ja, das ist auch schon so ein bisschen leicht angeschlagen. Schauen wir mal. Ja, das geht schon besser. Ja, bevor das die Kissen, die Farbe im Schrank vergammelt, kann man die genauso gut hier mit rum vermatschen. Ja, ich habe jetzt relativ spät angefangen. Ich hatte mir noch ein bisschen hingelegt, weil heute Morgen ging es mir überhaupt gar nicht gut. Ich habe wohl gestern irgendwas gegessen oder keine Ahnung, ob ich irgendwo in der Kälte gestanden. Ich meine, ich habe in der Kälte gestanden, das weiß ich. Und dann kriegt man ja leicht schnell am Magen, habe ich gelesen bei Google. Müsst ihr mal eingeben, dass das nicht gut ist, ne? Wenn man so in der Kälte steht und auf einmal denkt zu Hause, wieso hast du jetzt auf einmal Magenschmerzen und, ne? Ja, das war nicht so prickelnd. Ups. Ja, genau, wollte ich euch erzählen. Ich hatte gestern mir das Video von Agnes Johanna angeguckt und ich könnte ja trotzdem noch ein paar Spritzerchen drauf machen, ne? Agnes Johanna macht ja im Moment sowas mit, oh Gott, wie heißen sie nochmal? So Karteikarten auf jeden Fall, die man so in so einem komischen Teil reinhängen kann. Man muss nicht, man kann. Und ja, dann habe ich mir das mal durchgelesen, aber Abgabetermin wäre schon längst gewesen. Okay, also konnte ich da schon mal ja nicht mehr dran teilnehmen. Aber interessant, wirklich eine interessante Sache. Und dann habe ich mir gedacht, egal, du kannst das ja auch für dich machen. Ich weiß nicht, ob man die übereinander legen kann. Versuch mal einfach mal. Ja, dann habe ich mal eine für mich gemacht. Ich weiß gar nicht, wo habe ich die hingelegt? Irgendwo habe ich sie mir hingelegt. Ah ja, genau. Ich zeige es euch mal.
Genau, hier diese Karten, da geht es sich drum, hier mit diesen Löchern drin. Und dann habe ich die für mich mal so selber gemacht. Da ging es sich nämlich diesmal um Vogel, Kleckse und, ah ja, hier, diese Tickets. Wieso geht er jetzt? Alexa aus! Wieso geht die an? Die hat's doch nicht mehr alle. Ja, genau. Und dann habe ich mir selber so Vogel mit einer Action, war mal vom Action so Holzstempel, habe ich mir selber ausgemalt und das auch. Und ja, finde ich total cool. Ja, muss ich mal gucken, ob ich beim nächsten Mal da auch mal mitmache. Oder statt einfach so für mich mitmache. Auf jeden Fall finde ich das total cool. Ja. Müsst ihr mal gucken. Es macht richtig Spaß. Sie hat auch auf, wenn man so eine Stanze nicht hat, weil man kann diese Stanzen wohl auch kaufen. Genau, und wenn man diese dann halt nicht hat, sie hat auf ihrer, ich glaube Homepage ist das, glaube ich, hat sie die Schablone als Download. Nehmen wir mal rot. Wie weit bist du? Ja, auch schon sehr helle. Ja, kann man sich den halt runterladen. Und, genau. Kann man sich runterladen und ausschneiden. Ich habe mir die jetzt auch auf einem dickeren Papier wohl schon mal gemacht, damit ich die beim nächsten Mal einfach nur rundherum abzeichnen kann. Finde ich total cool. Genau. So. Dann müssen wir dieses Mal das Journal mit dünneren Seiten machen. Ist ja auch mal nicht so schlimm. Buchseiten sind auch manchmal nicht dicker. Ne? Wenn wir da jetzt noch mal was dran tun, ja, besser ist es. Ja. Ist zwar Ink, was man normalerweise, glaube ich, nicht mit Wasser anfeuchten sollte, aber hier wird doch keine Autobahnpolizei. Ich bin mal bekloppt. Keine Online-Polizei. Also kann man das machen. Außerdem habe ich ja sowieso nichts mehr mit den Inkpads vor. Weil die ja eh nicht mehr so richtig deckend sind. Ne? Aber so finde ich, bin ich bloß näher mal gespannt, wenn der ganze Kram durch ist. Ha, ha, ha. Ja. Kann man ja auch später, wenn das denn trocken ist, noch mit Weiß oder mit Schwarz ein paar. Da habe ich mich auch immer hier stehen. So. Ah, das dauert ein bisschen länger, bis er da trocken ist, aber ich gehe dann nachher ganz einfach mal mit dem Föhn noch mal drüber und dann passt das schon. Ja, und so mache ich mir jetzt ein paar davon. Kann doch mal sein, dass da mal eine andere Farbe zwischenkommt, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Ja. Ich finde mal so unifarbene Seiten, ja,
was heißt Uni? Das ist ja jetzt nicht ganz Uni, aber ein bisschen eher, ne? Sind immer besser zu dekorieren, als wenn das jetzt schon bunte sind, ne? Weil meistens macht man ja so aus einem, ja, meistens macht man ja Taschen, was weiß ich, mit irgendeinem Collagepapier oder was weiß ich, ne? Und dann ist das ja schon, Farbe genug drin, finde ich, ne? So, da gucken wir mal, wie das Blaue so wirkt. Ja, das Blaue geht schon fast, seht ihr das? Durch diesen Kaffee so ein bisschen in das Lilare so fast rein. Sieht aber gut aus. Ich bin hier immer matschen. Man müsste mal machen. Macht richtig Spaß. Und ihr habt bestimmt auch alle diese Farben vom Action. Und dann liegen die da rum und ja. So ist das dann, ne? Das dünne Papier muss man natürlich aufpassen, dass man da nicht zu doll drauf drückt. Ja. So machen wir die jetzt mal. Erstmal pro Farbe 1. Und dann können wir uns der ganze Spaß ja nachher mal angucken. Oh ja, braucht man die andere Seite gar nicht mehr zu machen. Das ist ja prima, prima. Habe ich ja jetzt noch mal Kaffee? Ach ja, brauchen wir auch nicht. Ich habe gedacht, das wären noch dickere Papiere gewesen, aber war denn doch nicht so. Naja, egal. Ich bestelle mir das dicke Papier immer. Ich weiß nicht, wo man es günstiger kriegen kann. Also das, was ich immer bestelle, das hat irgendwas mit Office Tree, keine Ahnung, irgendwie so heißt das. Und da sind 100, ja, ich meine 100 Blätter sind da, glaube ich. 100 Blätter drin, kostet allerdings aber auch 12, glaube ich. Ich meine, 12, das wäre 12 € gewesen. Genau. Gucken, wie siehst du aus? Ah, sehr hell. Genau. Und ich finde, das ist richtig cool. Das Papier. Ah ja, das ist so ein bisschen schalkig. Also nicht Schalke, sondern schalkig, ne? Ja, und da brauche ich dringend Neues. Werde ich mir auch wieder bestellen. Hui. Weil das richtig, ich finde das eine tolle Dicke. Das ist, ich glaube, das 110 oder 120. Oh, ich weiß es gerade nicht.
Also es ist auf jeden Fall zum Drucken cool. Ja. Ja, das war eine schöne Schalki-Farbe. Was belegt sich so ein bisschen, ja, wie so was Helles so darüber, so, irgendwie so. Wisst ihr, was ich meine, ne? Wie halt Schalki-Farben sind. Ja, das reicht aber auch. Schalki, ne? Seht ihr hier an der Seite, ich muss mir mal ich habe hier noch ein offenes Paket. Das war auch schon offen, aber ist ja geil. Macht ja nichts. Ja, ich muss mir nachher noch das Video von Holla die Waldfee angucken. Die gucke ich mir nämlich auch mal sehr, sehr gerne an. Ich muss dabei wohl immer sagen, wenn ich mir die Videos von ihr angucke, ich muss das Fernsehen mal ganz laut stellen, weil sie wohl eine ziemlich ruhige Person ist, denke ich. Also sie ist immer sehr, sehr leise, richtig leise, was ja nicht schlimm ist. Ich bin ja auch, ja, ich glaube, ich habe mich auch ein bisschen, früher war ich, glaube ich, lauter. Mama sagt immer, du redest so laut. Das stimmt überhaupt ja nicht. Ich habe mich doch schon verbessert. Glaube ich. Ja gut, wenn man natürlich mit mehreren Mann zu Hause ist, ne? Weil ich habe ja noch, eigentlich habe ich noch 5 Geschwister. Aber mein Bruder, mein junger Bruder, der ist schon sehr, sehr früh gestorben. Der hatte, ich komme nicht drauf. Auf jeden Fall war der schon in ganz frühen, jungen Jahren, war der schon, hatte der schon, das Herz war schon nicht mehr, Lymphen, die Lymphen waren, war mit Krebs. Genau. Und dann war das Herz auch noch nicht in Ordnung. Oh, das scheint auch schön zu werden. Ja, und wenn man dann halt Weihnachten, Ostern, Geburtstag, Muttertag, also ne, so bei der Mama sind, ja, dann wird es automatisch ein bisschen lauter, weil der eine unterhält sich mit dem anderen und ja, damit du deinen Sprechnachbarn verstehen kannst, wird es automatisch ja auch ein bisschen lauter, ne? Und ja, dann geht das dann immer, ne? Boah, was war das laut? Ja. Weil jeder hat so seinen, obwohl ich mag all meine Geschwister, so ist das nicht, ne? Aber man hat schon immer so sein Geschwisterpaar oder was weiß ich, wie ich das jetzt sagen soll, wo man sich mehr mit unterhält irgendwie, ne? Also ich will jetzt nicht sagen Lieblingsschwester, aber es ist nun mal so, ne? Ja, und dann habe ich ja noch einen jüngeren Bruder. Wir waren ja mit 4 Mädchen und 2 Jungs. Und den Bruder, den wir noch haben, ist der ganz junge, der letzte. Und das ist so, das ist so ein richtiger Verrückter. Der redet so richtig breit, platt, ne? Was wir natürlich auch verstehen, weil wir reden ja alles, ne? Wir versuchen ja
Also ich versuche bei den Videos nicht so viel platt zu reden, obwohl ich das kann. Aber nicht jeder versteht platt, also muss ich mich anstrengen, um das hier bei den Videos nicht so zu haben. Ha. Genau. Ich glaube, das hier wird schon leicht trocken, ne? Seht ihr? Finde ich jetzt gar nicht so schlecht. Und die Hinterseite, die wird dann auch so ein bisschen schon mal, ne? Und da muss man ja nicht unbedingt dann noch mehr drauf. Ich tue das jetzt mal hier hinlegen, sonst muss ich das wieder da drunter legen. Genau. Ja. Man kann auch mit Feuchttüchern. Das habe ich, glaube ich, damals gemacht, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ich mache das mal. Ich mache das jetzt nochmal. Ich meine, ich hätte damals mit Feuchttüchern, ja, die bleiben natürlich nicht ewig feucht. Ja gut, da kann man ja Wasser drauf sprühen. Im Endeffekt ist das ja nichts anderes, ne? Denke ich. Nein. Mach es doch richtig. Ne? Dann hat sich das ja auch schon mal so leicht Feuchte gebildet. So. Und dann versuchen wir einfach mal. Ja, die sind nämlich alle schon eingetrocknet. Deswegen muss ich da also, ja, kann man das auch mit dem Feuchttuch machen. Dann hat man nicht direkt so die fetten Kaffeeflecken darauf, wenn ihr das nicht so mögt. Kann natürlich auch gucken, dass man direkt immer so in einer Richtung geht. Was ja nicht unbedingt schlimm ist bei so einem selbst eingefärbten Papier. Ne? Ich glaube, die lasse ich mir auch direkt hier liegen, die Farben. Dann werde ich die Tage mal mehr von machen. Weil irgendwann sind die Farben eingetrocknet, wie jetzt hier sowieso schon. Und dann kann man noch vielleicht, wenn dann die eine Seite trocken ist und noch nicht so viel drauf ist, wie man es gerne hätte, dann direkt nochmal machen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt erstmal so ein paar, ohne diese Kaffeespritzerchen und einfach nur so, ne? Jo. Ja, ich wollte eigentlich das, wie heißt es auch noch, Sandmenschenbuch machen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt zuerst mache oder... Ja, weil diese bunten Farben würden sich ja eigentlich, ja, würde ich jetzt mal sagen, würde da ja richtig gut zu passen, ne? Also, denke ich. Ich weiß nicht, wer da jetzt immer schreibt. Oh ja, das war schon ein bisschen mehr noch Farbe drin, würde ich mal so sagen. Aber ich habe jetzt keinen Bock, mir wieder das Handy hier hinzulegen.
Und dann wieder zu gucken, wer hat denn da geschrieben? Ja, Rebecca sagt immer zu mir, Mama, wenn dir mal was passiert und du gehst nicht ans Handy, dann wissen wir nicht, geht's dir gut oder geht's dir, ne? Sie hat ja recht. Und sie sagt auch immer, guck, dass du dich wenigstens jeden Tag meldest und uns sagst, dass das gut ist und alles. Ja, mache ich ja auch. Aber mir könnte auch mal nachmittags. Und ja, macht euch nicht in eine Buchs, Leute. Ja. Ne? Ich denke mal, ja, könnte man so lassen. Aber was ich natürlich, ich weiß jetzt nicht genau, wie das nachher rauskommt, wenn ich das jetzt nur so mache. Also ohne Kaffeeflecken, obwohl ich ja jetzt Kaffee noch mit dabei getan habe. Ne? Genau. Ich würde dann viel lieber, guck mal, jetzt ist hier noch was Nasses drauf, Grünes drauf, aber das ist ganz egal. Machen wir jetzt einfach so weiter und vielleicht machen wir einfach hier so ein paar Klackse, damit wenigstens ein paar da drauf sind, ne? Ja, jetzt versauen wir uns denn ein bisschen das Gelb. Wollen wir mal gucken. Ja, das ist sowieso eingetrocknet, aber das machen wir jetzt wieder feucht mit Kaffee. Und dann funktioniert das wieder. Man sagt zwar immer, Inkfarben sollte man nicht mit Wasser, aber wir wollen es ja aufbrauchen, ne? Genau. Ja, muss man ein paar Mal sogar nämlich schon nass machen, weil es schon so richtig am Eintrocknen ist. So. Ich würde jetzt mal sagen, das ist ja langweilig für euch, jetzt die ganze Zeit so bei zuzugucken. Ich habe hier noch so ein paar hundert Farben. Ich mache die jetzt mal alle und wenn ich die dann alle fertig habe und trocken habe und, dann lasse ich euch mal gucken, wie die dann aussehen. Und ja, dann sage ich mal bis später. Ich zeige euch dann später auch das Ergebnis. Bis gleich. So, ich habe jetzt mal, ja, ein paar habe ich ausgelassen, weil es unheimlich viel noch, was ich hätte machen müssen. Und ja, ich habe die ersten mal so ein bisschen schon mal angetrocknet. Sind noch nicht ganz trocken, aber ich habe sie jetzt schon mal so ein bisschen, wenn ich den so ein bisschen flach drücke und irgendwo hinlege, wo niemand drankommt, zum Beispiel auch keine Katzen, dann können die vor sich her trocknen bis morgen, denn genau, ne? Und hier, da habe ich, das ist so ein Papier vom Action, so ein dickeres, habe ich, ne? Ist mal ohne Wassertropfen, aber drunter ist trotzdem Wasser, Kaffee. Ja, hier das hier. Da muss ich, nee, das ist auch noch das vom Action, das normale, also dicke.
Jetzt muss ich fühlen. Das auch. Finde ich ganz schön. Das sieht so ein bisschen wie Wasser aus, ne? Ist schon so gut wie fast trocken, aber das hier ist Fotopapier. Da müsste aber, ich weiß nicht, ob das von der Seite auch geht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das müsste ich mal versuchen. Da habe ich die andere Seite genommen. Die ist ja rau. Also das ist einseitig glänzend nur. Und dann habe ich die andere Seite genommen. Das geht also wunderbar, ne? Das ist nämlich auch so eins. So ein Fotopapier. Da geht dann zwar auch die Farbe nicht durch. Aber, ne, kann man ja sehen. Ja, das ist jetzt vom Liegen halt, weil hier auf die Matte war ein bisschen Farbe und ja, ne, finde ich auch nicht schlecht. Das ist wieder ein normales Papier. Ja, da hatte ich mal irgendwas drauf gedruckt, aber ist egal. Kann man ja mit basteln. Trotzdem. Genau, dann die Farbe. Das ist auch wieder so ein Fotopapier gewesen. Da sollte man sich am Anfang nicht abschrecken lassen. Beim Auftragen hebt sich das Papier so ein bisschen leicht ab. Einfach so lassen, trocknen lassen und dann mit der Hand so ein bisschen drüber. Dann geht das Gekrissel weg. Ne? Das war so eine metallische Farbe, glaube ich. Genau. Die sind nämlich noch recht feucht, weil das richtig dünne Papier ist, aber da geht natürlich dann auch direkt der Kaffee durch und wie gesagt, die sind noch nicht trocken, ne? Die müssen noch ein bisschen liegen bleiben. Ich auch gleich wieder schön aufeinander legen. Das hier auch, das war auch so ein bedrucktes Papier. Ne? Rosé ist eigentlich nicht meine Farbe, aber man sieht da, wo der Kaffee so leicht rüberkommt. Und wenn es so langsam nicht trocken ist, hat man natürlich auch die Finger voll, ne? Dann das hier. Ich mache mal ein bisschen schneller, weil das ist ja nur gefärbtes Papier. Und wenn er denn ganz trocken ist, dann kann man da sogar noch drauf stempeln oder ne? Oder drauf schablonieren. Ja, genau. Noch nicht trocken. Das leicht ist dann das Papier so ein bisschen, aber das kann man hinterher wegstreichen. Aber erst warten, bis das ganz trocken ist, sonst rubbelt ihr das Papier kaputt. Denn je nachdem, wie dick das Papier ist, geht das rucki zucki. Hier ganz gelb. Hätte man auch zweifarbig machen können, aber ich wollte das jetzt einfach so als Seite so ganz normal nicht zu bunt machen, so, ne? Ja, da ist mir die Seite kaputt gerissen, aber das macht ja nichts, kann man ja trotzdem noch, wie hier zum Beispiel, ne? Da ist die Seite so ein bisschen, aber das wird auch nicht mehr angehen. Aber da kann man ja eine Tasche oder sowas draus machen. Genau. Ja, und da war mir das so ein bisschen zusammengegangen und ja, dann hat den halt so, genau wie hier. Das ist, als wenn man das zusammenknüttelt und dann färbt, ne? Genau. Dann hier ganz grün. Ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn das ganz trocken ist. Hier ist auch noch ein bisschen was von dem Gerübbels drauf. Ja, das ist auch schon, kann man auch abfrimmeln. Aber wie gesagt, am besten eigentlich erst, wenn das ganz trocken ist. Also das mit den Kaffeeflecken gefällt mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so doll, ne? Ich habe gedacht, das würde schöner aussehen, aber es ist okay, ne? Wo ich denn nur so drauf geschmiert habe mit dem Feuchttuch, finde ich, sieht eigentlich sogar noch fast besser aus, ne? Jetzt nehme ich auch noch ein bisschen, ja, aber so kann man denn wenigstens mal die ganzen Farben mal ein bisschen aufbrauchen und man hat direkt schnell gefärbtes Papier. Und ja, das war eine metallische Farbe.
Ja, und dann das Grüne, ne? Hier, das war auch schon so gut wie trocken, weil das erste gewesen war, was ich so gemacht hatte, ne? Genau. So, das war denn mein kurzes Video für heute. Morgen muss ich mal gucken, weiß ich noch nicht, ob ich da irgendwie am Tisch komme, muss ich mal gucken. Das kann auch mal sein, weil morgen soll es, glaube ich, so viel wie ich weiß, ein bisschen vom Wetter her besser werden, habe ich gehört. Und ja, dann würde ich nämlich sagen, wenn nämlich morgen eventuell Besuch kommt, dann bin ich natürlich klar. Ne? Bin ich eigentlich am Aufnehmen? Ja, okay. Boah, ich bin genauso wie die Agnes. Ne? Die macht auch mal, bin ich überhaupt am Aufnehmen? Ja gut, sie nimmt mit Handy auf und da weiß ich nicht, wie groß der Speicher da. Also ich habe auch schon mal gedacht, mit dem Handy aufzunehmen, aber ich habe auch einen großen Speicher, aber ich weiß nicht, ja, weiß ich nicht, wie groß da das Bild dann so ist, ne? Obwohl bei der Agnes ist es auch ganz normal, ne? Ja, genau. Also warten wir erstmal ab, bis dass die morgen komplett durchgetrocknet sind. Ich denke mal bis morgen, weil ich habe die ja schon angetrocknet. Und vielleicht fangen wir dann mal an hier schablonieren, was weiß ich. Und ja, mal gucken, ob ich da... Ich hatte schon gestern angefangen, das Sandmenschenbuch Cover zu machen. Ups. Ja, mal gucken. Weil von den Farben her würde das richtig schön passen, ne? Genau. Ja, und dann gucke ich mal, ob ich das verlose oder ich muss mal gucken. Weil ich glaube, kleine Kinder haben wir bestimmt noch viele bei den Journalon. Vermute ich mal, weiß ich nicht. Ja, man kennt ja nur von den Stimmen die Leute, ne? Genau. Gut, ich würde sagen, das war es für heute und dann sehen wir uns. Ja, wie gesagt, wenn morgen nicht, dann spätestens Sonntag. Okay? Alles klar, ich wünsche euch ja einen schönen Abend, würde ich sagen, weil wir haben schon 6:30, Viertel vor 7. Ja, 6:20 haben wir schon. Und es ist ja Gott sei Dank noch hell gewesen, so dass ich noch schnell ein Video machen konnte. Ja, dann würde ich sagen, ich wünsche euch eine gute Nacht. Und natürlich erstmal einen schönen Abend. Ne? Und dann freue ich mich, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Tschüss!